Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo und zwar ein X1 Yoga Second Gen. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell lässt sich noch zu dem Gerät sagen, dass man das Display nur als komplette Einheit tauschen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass man die komplette Unit dann auch abbauen muss. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und ja, dafür muss man alles aus dem Gehäuse herausnehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zu beachten ist hierbei, dass die Schrauben im Gehäuse bleiben, wie man hier ganz gut sehen kann. Die werden also nur gelockert und kommen nicht ganz raus. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Zum Öffnen benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und bei dem Gerät ist es so, das ist vorne an der Front so ein bisschen eingehängt. Da sollte man also auf keinen Fall anfangen. Ich fange deswegen auf der Rückseite an und versuche da eine Öffnung zu schaffen. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Die Abdeckung kann man hier einfach abziehen und dann kann man den Stecker lösen und der wird nach oben hin abgenommen. Und auch da ist es wichtig, dass man den auch wirklich oben greift, weil der nach unten hin, wo die Kabel reingehen, so ein bisschen eingehängt ist. Gut, hier unten sehen wir übrigens noch den Stift für das Touch-Display. Den machen wir jetzt aber mal weg. Und dann können wir hier die SSD sehen, die in so einer kleinen Hülle drin ist. Da oben ist der RAM, der ist allerdings aufgelötet, das heißt, der lässt sich nicht austauschen oder erweitern. Hier können wir noch den Lüfter und den Heatsink sehen. Da haben wir das WLAN-Modul mit den Antennen und hier drüben noch das LTE-Modul.
Um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen und dann noch diese Kabel, die hier vorne vor dem Akku laufen, aus der Führung heraus lösen, dass die nicht verknickt werden oder abreißen. Insgesamt ist es hier eine gute Idee, so ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Der Akku ist nämlich hier unter den Lautsprechern. Die kann man aber einfach so nach oben rausnehmen, den Akku dann darunter hochhebeln und so auch die Kabel aus der Führung rausfädeln. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Der Akku sitzt hier unter den Kabeln und unter dem Lautsprecher. Also wenn man das einfach mit ein bisschen Geduld macht und nichts überstürzt, kann man da auch nicht viel kaputt machen. Einfach nur schauen, dass man keine Kabel aus Versehen mit rausreißt und den Akku einfach vorsichtig aus dem Gehäuse rausnimmt. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf. Gerade das ganze Kabel rausfriemeln ist manchmal ein bisschen zeitaufwendig. Aber ja, am Ende kann man den Akku ganz normal rausnehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Danach muss man noch das Kabel trennen, das den Akku mit dem Mainboard verbindet. Und das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man zuerst nach oben, nicht einfach dran ziehen. Und dann kann man das Kabel aus dem Stecker ziehen. Nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, was manchmal ein bisschen friemelig sein kann. Dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. So, hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Dann kann man die Abdeckung abnehmen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Dafür muss man diese 4 Schrauben hier am Heatsink selber lösen und natürlich auch das Lüfterkabel an sich noch trennen. Das ist mit einem Kippstecker verbunden. Den muss man erst nach oben klappen, genauso wie bei dem Touchpad. Und dann kann man die gesamte Einheit nach oben hin aus dem Gehäuse nehmen und durch die neue ersetzen. So, der Akku-Einbau funktioniert vom Prinzip her in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Wichtig ist nur, dass man das hier unter das Kabel einfügt und dann gibt es dort auch direkt eine kleine Ausbuchtung. Da kann man das einhängen und eben zeitgleich auch unter die Lautsprecher. Das heißt, man legt den Akku auch da wieder in die vorgesehene Ausbuchtung und ja, kann danach die Lautsprecher auch an die gleiche Stelle darüber wieder drauflegen. Und ja, das ist ein bisschen friemelig, aber es ist gut, da ein bisschen vorsichtiger zu sein und darauf zu achten, dass die Kabel nicht unter den Akku geraten oder irgendwie verknickt und verknotet werden. Wenn man das einmal eingehängt hat, dann kann man eigentlich auch die Kabel relativ einfach wieder in die Führung einfädeln. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf und dann am Ende natürlich auch wieder alles verschrauben.
Zu guter Letzt sollte man natürlich nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder mit dem Mainboard zu verbinden. Und wie gesagt, das ist am Ende, wo die Kabel sind, wird das so ein bisschen in den Stecker erstmal eingehängt, reingedrückt und dann klappt man den quasi nach vorne hin auf den Stecker drauf, bis der richtig fest sitzt und eben auch von alleine sitzt und sich nicht mehr löst. Da muss man mal ein bisschen kräftig draufdrücken und dann geht das relativ schnell. So, wie eingangs erwähnt, die Gehäuseunterseite ist an der Unterseite, also an der Front, ein bisschen in das Gerät eingehängt. Da gibt es diese kleinen Haken und so rum verbinden wir die Unterseite jetzt auch wieder. Wir hängen das hier vorne rein und drücken dann das Ganze nach oben hin wieder auf das Gerät drauf. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben und ja, so schnell ging das. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.